Hallo und danke fürs Anklicken oder Antippen. Du bist hier richtig, wenn du dich für 3D-Druck interessierst. In diesem Video zeige ich die Entstehung einer Warhammer-Figur von dem 3D-Modell über den Druck bis zum Anmalen. Es war ein kleines Projekt, um ein persönliches Geburtstagsgeschenk für einen Freund zu gestalten. Seit einigen Monaten kann ich mich für den 3D-Druck begeistern und habe viel darüber gelernt und diverse Gegenstände gedruckt. Es fängt immer mit einem 3D-Modell an. Wenn man keinen eigenen Gegenstand gestaltet, kann man sich auf Internetseiten wie printables.com bedienen. Dort gibt es zahlreiche STL-Dateien, die man kostenlos herunterladen kann. Jedes geteilte Modell enthält auch Informationen darüber, ob man es modifizieren, veröffentlichen oder verkaufen darf. Ich habe hier mal bloß eine Warhammer-Figur herausgesucht, die ich drucken möchte. Man lädt das Modell dann in ein Slicer-Programm, das zu dem Drucker passt, den man nutzen will. Es gibt universelle Slicer wie Ultimaker Cura oder auch Slicer von Prusa oder Bambu. Da ich mit dem Carbon X1 drucken möchte, verwende ich das kostenlose Bambu Studio. Dort wählt man den passenden Drucker, danach das Filament, also das Material, das verdruckt wird, und stellt alles so ein, wie man es braucht. Zum Beispiel angepasste Größe, Stützen als Baumstruktur, Menge und Formung der Füllung, Feinheit der Schichten und so weiter. Dann lässt man eine G-Code-Datei erstellen, die dem Drucker später genau sagt, wo wie viel Material in welcher Reihenfolge hinkommen soll. Ausgedruckt sieht das dann so aus. Bei mir gab es jetzt Plastiksalat, weil irgendwas nicht in Ordnung war. Vielleicht fehlte es der Druckplatte an Haftung, vielleicht war das Filament zu feucht, vielleicht das Material, hier PETG, zu warm eingestellt. Wenn du eine Idee hast, was der Fehler war, schreib gerne in die Kommentare. Mit Fehldrucken muss man jedenfalls immer rechnen, aber mit etwas Erfahrung wird es weniger. Ich konnte den Druck hier noch retten und musste bloß einen Arm nachdrucken und ankleben. Die anderen kleinen Makel des Drucks habe ich einfach hingenommen. Ein Podest, bei dem ich zum ersten Mal mit 2 unterschiedlichen Materialien gedruckt habe, kam auch noch dazu. Wenn man den Druck noch anmalen möchte, sollte man ihn grundieren. Einige Hobbydrucker schleifen ihre Drucke noch vor dem Grundieren, um eine möglichst glatte Oberfläche zu haben. Darauf habe ich bei dieser sowieso recht feinen Figur verzichtet. Anschließend mit Acrylfarben und Pinsel oder mit Acrylstiften anmalen. Hier kann man sich in einen Perfektionismus hineinsteigern, wenn man will und Zeit hat. Mir aber reicht ein brauchbares Ergebnis. Zum Schluss kann man die Figur noch lackieren. Je nachdem, was es ist, eignet sich eher ein matter Klarlack oder ein glänzender Lack. Es gibt auch schwarze Lacke oder Lacke, die wie Gold oder Chrom aussehen. Ich habe hier ein mattes Finish gewählt, das für solche Modelle und Figuren beliebt ist. Am Ende habe ich die Figur und das Podest zusammengeklebt. Fertig. Was denkst du? Würdest du dich über ein solches Geschenk freuen? Hast du 3D-Drucktipps oder Anmaltipps für Anfänger und Fortgeschrittene? Danke fürs Reinschauen. Lass gerne ein Like und ein Abo hier. Ciao, bis zum nächsten Video.